Hallo, mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und ich möchte euch diesmal ein kleines Tool vorstellen, was ich vor ungefähr einem Jahr mal geschrieben habe, für mich eigentlich. Ich wollte für den Play Store schöne Bilder haben für meine Spiele von Handys, also in 3D-Darstellung. Also meine Screenshots für meine Spiele wollte ich in einem Handy dargestellt haben. Und weil mir das zu aufwendig war, das immer mit Photoshop zu machen, habe ich gedacht, das muss doch irgendwie gehen, dass man das schnell hintereinander mehrere Screenshots hinkriegt und direkt mit einem 3D-Telefon und das drehen kann. Und deshalb habe ich mir so ein Tool gemacht, weil ich keins gefunden habe, was kostenlos und halbwegs vernünftig ist und meinen Anforderungen, die ich so gedacht habe, also eher laienhaft. Also ich bin jetzt kein Design-Spezialist oder sowas, ganz und gar nicht. Mein Ding ist eigentlich eher Programmieren und ich wollte das halt so auf die Schnelle haben, sodass ich halt nur schnell drücken muss, zack, zack, Bild hoch und fertig. Ja? Gut, und dann ist dieses Tool hier rausgekommen, Mobi Mockup heißt es. Ihr findet das auf webtools.sebastianböttcher.net, Mobi Mockup hier oben. Das ist auch auf meiner Webseite verlinkt, sebastianböttcher.net. Da könnt ihr auch direkt drauf, also da werdet ihr dann direkt drauf verwiesen. Gut, dann schauen wir uns das Tool einfach mal an. Und zwar hat es erstmal einen Quick-Modus und zweitens dann einen Experten-Modus. Im Quick-Modus kriegt man hier so Designvorschläge. Ich blätter mal ein bisschen durch. Da kann man sich irgendwas aussuchen, ein Landscape oder ein Porträt. Und dann geht es eigentlich recht schnell. Da sucht man sich, wie gesagt, eins aus. Ich nehme jetzt einfach mal das hier und dann klappt man sich das zu, dann geht man auf Mobile da unten, kann hier noch ein bisschen die Größe ändern, aber viel kann man hier in diesem Modus nicht machen. Man kann dann sich ein Bild raussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Jetzt ist das natürlich quer und das Bild ist nicht für quer gemacht. Da muss man das dann umstellen. Und zwar hätte ich jetzt hier gebraucht, das mache ich jetzt auch noch schnell. Jetzt habe ich das Ganze hier im Porträt. Gut, und das war's eigentlich schon. Jetzt kann ich hier runtergehen und mir das ganze Bild, also hier, nicht hier runter, sondern hier, ich kann hier das Bild benennen. Planet Defense. Vorher möchte ich noch einen Text kurz einblenden. Da kann ich mir hier Use Text machen. Und da kann ich jetzt hier in dem Fall auch nicht viel verändern. Ich kann hier nicht viel einstellen, außer hier halt den Text verändern. Also ich mache jetzt hier einfach mal Test. Ja. Wenn ich die Zeilen nicht haben will, dann kann ich das einfach leer lassen. Hier oben auch. So, jetzt habe ich das in der Mitte ausgesucht. Ich kann auch das obere nehmen und hier die Höhe verändern. Das ist nicht so super komfortabel gelöst hier, das gebe ich zu. Das reicht für meine Bedürfnisse. Da könnte man eventuell noch mal ein bisschen was verändern. Jetzt kann man hier noch die Schriftart einstellen und auch die Schriftgröße kann man einstellen, allerdings nicht hier in diesem Quick-Modus, sondern das geht nur im Experten-Modus. Und da geht noch einiges mehr dann auch. Hier kann man auf Fettdruck. So, also das wäre jetzt quasi im Quick-Modus. Und jetzt könnte man sich das Ganze abspeichern. Man kann auch noch ein Google Play Badge hier einblenden. Auch das geht im Quick-Modus. So, wenn einem das jetzt, diese Vorlagen hier noch nicht so richtig reichen und man will noch ein bisschen das ein bisschen individueller machen, dann hat man die Möglichkeit, in den Expertenmodus zu gehen. Dort kann man zum Beispiel jetzt auch hier ganz einfach die Hintergrundfarbe ändern. Ganz dunkles Blau hier, so blau, weiß ich was das ist, grün. Gut, man kann auch ein Hintergrundbild reinladen. Dann nehme ich jetzt meinen Screenshot einfach von dem hier. Das ist dann hat man hier so ein Screenshot dahinter quasi. Das ist auch ein Screenshot von dem Spiel hier, was hier auch vorne ist, jetzt da hinten nochmal so in groß. Gut, dann gefällt mir bei dem jetzt hier die Farbe von dem Textfeld nicht so wirklich. Da würde ich hier eher so ein dunkles Blau nehmen. Vielleicht so wie da oben.
im Spiel auch ist. Und dann die Textfarbe eher sehr hell. Gut. Und dann das Ganze noch wesentlich größer natürlich und eine andere Schrift. Gut. Dann kann man natürlich auch den Text ändern, ist klar. Konnte man beim Quick-Modus ja auch. So. Jetzt möchte ich den Text noch ein bisschen verdreht haben. Nicht so ganz gerade da. Kann man hier auf Rotation noch das Textfeld verändern von der Position, von der Rotation meine ich, von der Position natürlich auch. Also das ginge dann hier. Würde ich es mal so lassen. Und man kann auch die Position vom Telefon verändern, die Rotation und die Position. Und die Größe allerdings nicht frei, also nicht alle Achsen frei, sondern in einem. Ne? Alles andere würde jetzt nicht so viel Sinn machen, denke ich. Außer man will sich aus diesem 16:9 Vorlage hier eine andere Bildschirmgröße machen, dann könnte man das hier einfach skalieren, nur die X-Achse in dem Fall dann. Und das wird natürlich gehen, das habe ich aber verhindert. Und jetzt ist es so, dass in dieser Version im Moment nur ein Telefon gibt, also nur einmal 16:9. Und für mich selbst reicht das. Wenn jetzt ihr sagen würdet, okay, ich will das gerne öfter nutzen, aber das eine Telefonsorte reicht mir nicht, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann muss ich mal überlegen, ob ich noch ein weiteres Telefon und vielleicht auch ein Tablet mache. So, und das sieht ja schon eigentlich so ganz nett aus, vielleicht nicht perfekt. Designer würde vielleicht sagen, naja, okay. Also wie gesagt, ich bin keiner und ich gucke halt, dass es irgendwie einigermaßen aussieht für mich. Gut, und jetzt kann man, wenn man jetzt mit diesem Design zufrieden ist, das mal grundsätzlich abspeichern als Vorlage. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier einfach mal eine Vorlage und ich kann das mit oder ohne die Bilder speichern. Ich speichere das jetzt mal mit Bilder. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier schließe, also ich verlasse jetzt mal die Seite und das wäre jetzt dann weg. So, jetzt sind wir wieder in den Grundeinstellungen und wenn ich dann in den Expertenmodus gehe, unter Files hier unten, dann kann ich mir meine Vorlage auch wieder laden. Da ist sie wieder. Gut, und dann kann ich natürlich jetzt einfach hergehen und jedes Mal einfach hier das Bild ändern. Ich gehe auf Mobile und suche mir ein anderes Bild. Ich mal das. So, da ist jetzt hier diese Schwierigkeitsauswahl. Da kann ich den Text anpassen. So, und schon habe ich das nächste Bild. Wieder einfach speichern. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Und das ist das alte von vorher. So, wo ist das neue jetzt? Gut, so, da haben wir jetzt unser ja, Bild für den Play Store oder auch für Twitter oder ja. Dann gehe ich nochmal zurück in das Tool. Es gibt nämlich noch so 2, 3 kleine Sachen, die ich noch kurz erklären möchte. Ich klappe das mal zu hier. Man hat auch die Möglichkeit, also abgesehen von der Position und von der Größe vom Telefon, der Rotation, auch die Beleuchtung einzustellen. Da gibt es einmal dieses Direct Light, das ist so eine Art Ambient Light, Grundlicht. Und ich stelle das jetzt hier einfach mal so auf so ein leichtes Blau. Kann ich die Intensität ein bisschen höher stellen. Man sieht das hier jetzt auch schon. Und ich kann auch die Richtung, aus der es kommt, umstellen. Also hier in der Mitte ist das Telefon. Ich skaliere das Ganze mal jetzt ein bisschen hoch hier, damit man das ein bisschen besser sieht. So, und jetzt kann man hier die Beleuchtung umstellen. Ob das jetzt eher auf den unteren Teil vom Telefon zielt oder weiter oben. Ich möchte jetzt hier in dem Fall, dass mehr hier unten das beleuchtet ist. So, das ist das eine. Das ist das Grundlicht. Und dann gibt es noch ein Spotlicht. Und auch da kann ich mir die Lichtfarbe einstellen, natürlich. Und
die Intensität und die Größe, den Winkel, die Distanz und die Ausbreitung, und das Ganze kann ich mir auch so hier angucken. Also wenn ich jetzt hier den Winkel einstelle, dann sieht man das hier auch. So, und jetzt möchte ich quasi so einen Spot auf den unteren Teil hier noch. Und gehe hier raus, jetzt sieht man hier das Gelb. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, das einzustellen, dass sich auch die Beleuchtung hier auf das Bild mit auswirkt. Und jetzt sieht man das, jetzt hat die Beleuchtung Auswirkungen auf das Bild im Telefon. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wieder in den Lichtbereich und hier den Angel verändere, dann sieht man das ganz klar, dass hier der Spot sich auch verändert. Also ich könnte jetzt hier, wenn ich jetzt hier das hervorheben wollte, das Moderat, dann könnte ich das jetzt hier so hochziehen in den oberen Bereich und mir das ein bisschen, ja, irgendwie hervorheben. Ne? Gut, also wenn ihr meint, das könnte was für euch sein, dass ihr das mal probieren wollt, dann würde es mich freuen. Hinterlasst auch einen Kommentar, ob es euch was bringt, ob es gut für euch ist, das Tool. Ich benutze das jetzt schon die ganze Zeit und bin ganz zufrieden, ob es jetzt irgendwie... Natürlich gibt es da immer zwei Meinungen dazu, wie gut das aussieht und ob es notwendig ist, das mit einem 3D-Telefon zu machen, so ein Screenshot, oder ob nicht einfach ein normaler Screenshot ausreicht. Ich habe mich jetzt halt entschieden dazu, das mal auszuprobieren, und also auf jeden Fall schadet es nicht, würde ich mal sagen. Also für die Aufmerksamkeit im Play Store, und ich bilde mir ein, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Also hier ist jetzt das vielleicht auch ein bisschen doll mit der Neigung von dem Telefon. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das würde ich jetzt nochmal hier zurücknehmen ein bisschen. Und ob man unbedingt so einen Hintergrund braucht, noch farbig, ob das vielleicht eine Nummer zu viel ist, da kann man auch drüber sprechen. Also da mache ich jetzt den Hintergrund doch in der Farbe und lösche jetzt das Bildchen raus. Und dann hat man hier eine Farbe, und die würde ich auch vielleicht auf schwarz machen. Und dann sieht es doch eigentlich so schon ganz nett aus. Vielleicht das Licht ist ein bisschen dolle, das Spotlicht. Und vielleicht doch eher so. Bisschen weniger Intensität. So, und dann kann ich sofort wieder zum nächsten gehen und mir für das Telefon ein neues Bild suchen. Jetzt nehme ich mal das. So, ich muss auch die Auswirkungen vom Licht nicht unbedingt haben. Ich mache das jetzt mal weg. Jetzt habe ich es so wieder ganz normal und kann das sofort wieder hier speichern. Hintereinander weg, und das geht dann eigentlich auch recht schnell, wenn man jetzt so eine Vorlage sich so ein paar schon mal zurechtgelegt hat, wie man sie immer verwendet, so, ja, was einem gefällt, und dann zack, 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 Bilder austauschen, fertig. 5 Minuten hat man 8 Bilder für den Play Store ohne weiteres, und die sehen eigentlich doch ganz schick aus, würde ich sagen. Also ich denke jedenfalls, dass das so ist. Wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Alles klar, also dann hoffe ich, euch hat Spaß gemacht, und ich hoffe, ihr seht vielleicht da ein bisschen Sinn oder verwendet das, und ihr könnt mir das gerne auch schreiben. Ihr könnt auch gerne schreiben, wenn euch irgendwas nicht passt, wenn ihr irgendwas sagt, oh, das könnte man auch anders machen, dann wäre es besser, dann schreibt mir das bitte. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, das hier noch ein bisschen zu verbessern. Gut, also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.